Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir kleine Mitbringsel. Man ist ja schon mal zum Kaffee eingeladen und was bringt man da mit? Ja, ein Blümchen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich bringe immer solche kleinen Aquarelle in Form von abstrahierten Blumen mit. Das sind dann Blumen, die nicht verblühen. Ihr lernt in diesem Video, wie man anhand von Hintergrundmalerei diese abstrakten Blumensträuße malen kann. Dieses Video ist auch für Anfänger geeignet, mal in die Aquarellmalerei einzusteigen. Hierfür habe ich mir so kleine Rähmchen besorgt, die bekommt man in diversen Geschäften. Die hier sind jetzt vom DM. Und die Größe von diesem Rähmchen habe ich mir auf das Aquarellpapier aufgezeichnet. Wir machen keine Vorzeichnung, sondern beginnen sofort mit der Farbe und machen alle Blätter der Blüten frei aus der Hand. Wenn ich solche Mitbringsel mache, dann mache ich meistens immer gleich 2 von diesen Blumen. Deshalb seht ihr jetzt hier auch 2 Bilder in verschiedenen Farben. Ich mache erstmal das Blatt nass. Das kann man mit sauberem Wasser machen, wie hier in dem Fall. Man kann dem Wasser aber auch gleich schon eine helle Farbe geben. Die Vase von dieser Blume, die spare ich aus, mache lediglich ein kleines Blütenblatt in die Vase hinein. Dann lege ich die erste helle Lasur an. In dem Falle ist das jetzt ein helles Gelb. Ihr könnt die Blumen aber auch in jeder anderen Farbe machen. Es ist sehr wichtig, dass jede einzelne Lasur ganz trocken ist, bevor ihr die nächste Lasur darüber legt. Zum Schluss kommen noch ein paar Spritzer darauf und das gleiche mache ich jetzt auch auf meinem anderen kleinen Bildchen. Da wird jetzt eine eckige Vase rein, ja, gemalt, auch wieder mit viel Wasser die helle Farbe verziehen und auch schon ein kleines Blättchen in die Vase reinmalen. Jetzt beginne ich mit der ersten Blüte. Das Besondere daran ist, dass ich nicht die Blüte an sich male, sondern immer nur den Hintergrund von der Blüte, eine sogenannte Hintergrundmalerei. Dadurch ist die erste Blüte natürlich die hellste und jede andere Blüte oder Blüten, die jetzt kommen, werden im Tonwert immer dunkler. Sobald die erste Blüte gemalt ist, wird der Rest der Farbe über das ganze Bild verzogen und nach oben hin immer wieder mehr Wasser nehmen, sodass das nach oben und außen hin wieder heller wird. Das gleiche mache ich auch auf dem anderen Bild. Ich zeige das jetzt hier noch mal ein bisschen genauer, werde das aber nachher jeweils bei dem zweiten Bild nicht mehr groß erklären und auch ein bisschen schneller dann das Video laufen lassen. Also ich zeichne jetzt hier auch wieder die Blüte. Die Form der Blüte ist übrigens egal, ob das runde Blättchen sind oder spitze Blättchen. Das spielt keine Rolle. Zeichne mir die Blüte ein und dann wird wieder die Farbe nach außen hin verzogen. So, weiter geht es jetzt mit der zweiten Blüte. Auch wieder
hinter die erste Blüte die zweiten Blütenblätter setzen. Das könnt ihr machen, so wie euch das gefällt. Da gibt es keine festen Regeln. Und auch wieder mit Wasser nach außen hin verzieren. Das ist jetzt immer dasselbe. Da werden wieder kleine Blütenblättchen eingezogen mit einer dementsprechend dunkleren Farbe. Ich habe jetzt hier in dieses Gelb einen Hauch von Orange mit reingemischt und dann wieder zum Rand hin alles verzieren. Solange die Farbe noch feucht ist, kann man da auch immer noch mal reintupfen. Auf dem anderen Bild jetzt auch wieder die nächste Reihe Blütenblätter anlegen. Was ich hier jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich dieser eckigen Vase noch eine Seite angedeutet habe, dass das so ein bisschen perspektivisch wird. Ich lege also jetzt auch wieder meine Blüten an und verziehe die Farbe wieder nach außen. Zwischendurch immer mal wieder noch ein paar Spritzer auf diese kleinen Bildchen verteilen. Hier mache ich jetzt mal eine fast vollständige Blüte in meinen kleinen Blumenstrauß hinein. Das könnt ihr zwischendurch immer mal machen. Wichtig ist, dass ihr mit jeder neuen Lasur einen kleinen Ton dunkler werdet. Und das Bild muss ganz durchgetrocknet sein, bevor ihr mit der zweiten, dritten, vierten Lasur weitermacht. Das Schwierige ist hierbei natürlich, dass diese Bilder so winzig sind. Wenn ihr das gerne mal in einem etwas größeren Format machen möchtet, werdet ihr sehen, dass es wesentlich einfacher ist und auch dass man diesen einzelnen Blütenblättern dann noch etwas mehr Leben geben kann. So, bei diesem Bild hier gehe ich jetzt in einen Grünton hinein. Das könnt ihr gut machen. Hättet ihr jetzt auch einen Blauton nehmen können. Das andere Bildchen, das bleibt in meinen Rottönen. Weiter geht es jetzt mit einem Rotton und ihr werdet auch feststellen oder schon gemerkt haben, dass ich jetzt auch die Farbe nicht mehr ganz bis unten an den Rand ziehe, sondern unten am unteren Rand von meinem Strauß auch schon die Farben nach vorne hin heller lasse.
Die Vasen sollen natürlich auch nicht so weiß stehen bleiben. Hier mache ich jetzt noch so ein paar Flecken rein, gebe der also auf einer Seite einen kleinen Schatten. Auch unter die einzelnen Blütenblätter innerhalb der Vase kann man nachher noch Schatten setzen. Jetzt bekommt hier und da die Blüte noch so einen kleinen Mittelpunkt und zwischen den einzelnen Blütenblättern lasse ich kleine dunkle Ästchen hervorschauen. Ja. Und dann sind die Blüten soweit fertig. Ganz am Ende von dem Video zeige ich nochmal die fertigen Bilder. Davon könnt ihr euch gerne ein Bildschirmfoto machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr habt wieder was Neues gelernt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert bitte meinen Kanal und drückt die Glocke. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, noch eine gute Zeit, eure Monika.